Ich heiße Clara und bin 48 Jahre alt. Wenn ich Ihnen heute meine Geschichte erzähle, dann deshalb, weil mein Leben vor einigen Monaten völlig aus den Fugen geraten ist. Ich habe etwas Unglaubliches erlebt, einen echten emotionalen Schock, der alles in Frage gestellt hat, was ich über mich selbst zu wissen glaubte. Setzen Sie sich und hören Sie gut zu, denn man sagt oft, dass uns die Vergangenheit immer irgendwann einholt. Und in meinem Fall ist genau das passiert. Alles begann an einem Tag, der völlig normal schien. Ich bin die Direktorin eines großen Unternehmens zur Kreation von Parfüms. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, dieses Imperium aufzubauen. Ich habe ein wunderschönes Büro in der obersten Etage, den Respekt meiner Mitarbeiter und viel Geld. Von außen betrachtet scheint mein Leben perfekt zu sein. Aber hinter meiner Fassade als kalte und strenge Geschäftsfrau verberge ich ein schweres Geheimnis, eine tiefe Wunde, die mir jede Nacht Schmerzen bereitet. Vor 25 Jahren war ich keine Direktorin. Ich war eine junge Studentin, sehr arm, verängstigt und völlig allein. Und ich habe ein Baby bekommen, ein kleines Mädchen. Ich hatte kein Geld, um sie zu ernähren, keine Familie, die mir helfen konnte und keine Zukunft, die ich ihr bieten konnte. Ich musste die schrecklichste und schmerzhafteste Entscheidung meines Lebens treffen. Ich habe mein Baby vor der Tür eines Waisenhauses zurückgelassen. Ich habe geweint, bis ich keine Tränen mehr hatte. Zum Abschied hatte ich eine kleine silberne Halskette in ihre Decke gesteckt. Einen Anhänger in Form eines Mondes. Seit diesem dunklen Tag habe ich meine Tochter nie wieder gesehen. Ich habe meine Traurigkeit in der Arbeit begraben. Aber kommen wir auf diesen besagten Tag zurück. Meine ehemalige Assistentin war gerade in den Ruhestand gegangen. Ich musste Vorstellungsgespräche führen, um eine neue Person zu finden. Ich brauchte jemanden Besonderen. Jemanden, der die Kunst des Mischens von Parfüms und des Kreierens einzigartiger Kombinationen wirklich verstand. Um Punkt 10 Uhr klopft es an meiner Tür. »Herein«, sagte ich mit ernster Stimme. Die Tür öffnet sich langsam. Eine junge Frau betritt den Raum. Sie trägt eine weiße Bluse und ein hübsches Seidenhalstuch um den Hals. »Guten Tag, Madame. Mein Name ist Mia. Ich komme wegen der Stelle als Assistentin«, sagt sie mit sanfter Stimme. Ich schaue von meinem Computer auf. Und da bleibt mein Herz stehen. Ich erstarre auf meinem Stuhl. Diese junge Frau, Mia, muss genau 25 Jahre alt sein. Sie hat große grüne Augen und leicht lockiges braunes Haar. Ich starre sie an, unfähig normal zu atmen. Ich habe das schwindelerregende Gefühl, mich selbst in einem Spiegel zu sehen, 25 Jahre früher. Die Ähnlichkeit ist erschreckend. »Setzen Sie sich, Mia«, sage ich. Meine Stimme zittert ein wenig, aber ich versuche ruhig zu bleiben. Das Vorstellungsgespräch beginnt. Ich stelle ihr schwierige Fragen über die Geschäftswelt, aber Mia ist brillant. Sie sucht nicht nur einen Job, sie hat eine echte Leidenschaft für Parfüms. »Ich liebe es zu experimentieren«, erklärt sie mir mit einem breiten Lächeln. Ich denke, das Geheimnis eines guten Produkts ist nicht nur der Grundgeruch, sondern die Kombination. Ich mische gerne Vanillenoten mit einem Hauch von Sandelholz, um Emotionen zu wecken. Ich höre ihr fasziniert zu. Sie hat genau die gleiche Intuition wie ich. Ich bin sehr beeindruckt von ihrem Talent, aber ich kann mich nicht auf ihre Worte konzentrieren. Ich kann nicht aufhören, ihr Gesicht zu beobachten. Ihre Gesten, ihre Art zu lächeln, die Art, wie sie ihre Hände verschränkt. Alles erinnert mich an jemanden. An mich. Eine seltsame, fast magische Verbindung liegt in der Luft meines Büros. Nach einer Stunde ist das Gespräch beendet. »Vielen Dank für Ihre Zeit, Madame«, sagt Mia. Sie steht auf, um mir die Hand zu schütteln. Als sie sich über meinen Schreibtisch beugt, rutscht ihr Seidenhalstuch von ihrer Schulter. Ich reiße die Augen auf. Die Zeit bleibt stehen. Um Mias Hals liegt eine kleine silberne Halskette.
Ein Anhänger in Form eines Mondes. Ich stehe abrupt auf. Ich kenne diese Halskette. Ich kenne sogar den kleinen Kratzer auf der rechten Seite des Mondes. Es ist genau die Halskette, die ich vor einem Vierteljahrhundert bei meinem Baby gelassen hatte. Ich spüre, wie mir heiße Tränen in die Augen steigen. Meine Beine zittern. Die ganze Welt dreht sich um mich. »Madame, ist alles in Ordnung?« fragt Mia. Sie sieht sehr besorgt aus, als sie mein ganz blasses Gesicht sieht. Ich halte mich am Tisch fest, um nicht umzufallen. Ich schaue ihr in die Augen. Meine eigene Tochter steht 25 Jahre später vor mir und sie weiß es nicht. Ich schlucke mühsam und zwinge mich zu einem Lächeln. Ja, alles ist in Ordnung, Mia, sage ich mit erstickter Stimme. Sie haben den Job. Sie fangen morgen an. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Keine einzige Minute. In meinem großen, leeren Bett sah ich immer wieder diesen kleinen, mondförmigen Anhänger vor mir. Mias Gesicht, ihre grünen Augen, ihr schüchternes Lächeln. Alles drehte sich in meinem Kopf. Meine Tochter. Meine eigene Tochter wird jeden Tag mit mir zusammenarbeiten. In meinem Büro. Es ist ein Wunder, aber es ist auch ein Albtraum. Wenn ich ihr die Wahrheit sage, wird sie mich hassen. Sie wird denken, dass ich ein Monster bin, das sie verlassen hat. Ich muss mein Geheimnis bewahren. Ich muss professionell bleiben. Einfach nur ihre Chefin sein und sonst nichts. Aber das ist so viel leichter gesagt als getan. Am nächsten Morgen komme ich früher als sonst ins Büro. Ich versuche, mich auf meine Akten zu konzentrieren, aber meine Hände zittern. Um Punkt 8 Uhr öffnet sich die Tür. »Guten Morgen, Madame. Ich bin bereit für meinen ersten Tag«, sagt Mia enthusiastisch. Sie trägt ein hübsches, schlichtes Kleid. Sie sieht so jung aus, so voller Leben. Mein Herz zieht sich zusammen, aber ich zwinge mein Gesicht, kalt und streng zu bleiben. Ich bin die Direktorin. Ich darf keine Emotionen zeigen. »Guten Morgen, Mia. Setzen Sie sich an Ihren Schreibtisch, gleich neben meinem. Heute werden wir eine Bestandsaufnahme unserer neuen Parfüms machen. Wir müssen die Preise überprüfen und neue Kombinationen für die Winterkollektion testen.« Der Vormittag vergeht. Ich beobachte sie schweigend. Mia ist unglaublich effizient. Sie ordnet die Proben ätherischer Öle, sie überprüft die Lieferanten und sie hilft mir, Jasminnoten mit Vanilleextrakten zu mischen. Sie hat eine perfekte Nase. Wenn sie arbeitet, hat sie eine kleine Angewohnheit. Sie kaut an ihrem Stift, wenn sie nachdenkt. Das ist genau das, was ich auch mache. Jede kleine Ähnlichkeit ist wie ein Dolchstoß in mein Herz. Gegen Mittag schlage ich ihr vor, im Pausenraum einen Kaffee zu trinken. Das ist die Gelegenheit, ein wenig mehr über sie zu erfahren, ohne Verdacht zu erregen. Ich setze mich ihr gegenüber und halte meine Tasse mit heißem Kaffee in meinen nervösen Händen. »Also, Mia, woher kommen Sie? Lebt Ihre Familie in der Gegend?« frage ich und versuche einfach nur höflich zu klingen. Mia lächelt, aber ihr Blick wird ein wenig traurig. »Meine Eltern leben in einer anderen Stadt. Sie sind großartig. Sie haben mich immer unterstützt.« Sie hält eine Sekunde inne, schaut auf ihren Kaffee und fügt dann leise hinzu. Eigentlich wurde ich adoptiert, als ich ein Baby war. Ich kenne meine leibliche Familie nicht.« Das Wort adoptiert hallt in meinem Kopf wie ein Donnerschlag nach. Ich muss eine übermenschliche Anstrengung aufbringen, um nicht vor ihr zu weinen. »Oh, ich verstehe«, sage ich mit sehr leiser Stimme. »Und haben Sie nie versucht, Ihre leibliche Mutter zu finden?« Mia sieht zu mir auf. Sie berührt die kleine, mondförmige Halskette um ihren Hals. Manchmal denke ich darüber nach. Das Einzige, was ich von ihr habe, ist diese Halskette. Die Schwestern im Waisenhaus haben mir gesagt, dass sie geweint hat, als sie mich zurückließ. Ich bin nicht wütend auf sie, Madame. Ich glaube, sie hatte keine Wahl. Ich würde sie nur gerne eines Tages treffen, um ihr zu sagen, dass es mir gut geht.
Eine Träne rollt über meine Wange, bevor ich sie aufhalten kann. Ich stehe abrupt von meinem Stuhl auf und verschütte fast meinen Kaffee. Entschuldigen Sie, Mia, ich muss auf die Toilette. Ich renne los und schließe mich auf der Toilette ein. Ich betrachte mein blasses Gesicht im Spiegel und breche in Tränen aus. Sie ist nicht wütend. Sie will mich treffen. Aber wenn ich ihr sage, dass ich diese Frau bin, dass ich hier bin, direkt vor ihr, wie wird sie reagieren, wenn sie herausfindet, dass ihre leibliche Mutter eine reiche Frau ist, die anscheinend ihre Karriere ihrem Kind vorgezogen hat? Ich wasche mein Gesicht mit kaltem Wasser. Ich atme tief ein. Ich muss sicher sein. Zu 100%. Die Halskette ist ein starker Beweis, aber ich kann nicht riskieren, das Leben dieses jungen Mädchens ohne absolute Gewissheit zu zerstören. Heute Abend, nachdem sie gegangen ist, muss ich einen Weg finden, ein Haar oder eine DNA-Spur von Mia auf ihrem Schreibtisch zu bekommen. Ich muss einen Mutterschaftstest machen. Noch am selben Abend, nachdem alle Mitarbeiter gegangen waren, blieb ich allein in dem großen, in Stille getauchten Büro. Mein Herz schlug wild. Ich fühlte mich wie eine Diebin in meinem eigenen Unternehmen. Ich näherte mich leise Mias Schreibtisch. Sie hatte ihre Haarbürste in ihrer halb geöffneten Schublade vergessen. Mit zitternden Händen holte ich 2 lange braune Haare aus den Borsten der Bürste. Ich steckte sie vorsichtig zusammen mit einem meiner eigenen Haare in eine kleine, durchsichtige Plastiktüte. Am nächsten Morgen schickte ich alles gleich in der Früh für einen dringenden DNA-Test an ein privates Labor. »Sie haben die Ergebnisse in 3 Tagen, Madame«, hatte mir der Mann am Telefon gesagt. 3 Tage. 72 Stunden. Das schien mir eine Ewigkeit zu sein. Während dieser 3 Tage musste ich mit Mia weiterarbeiten, als wäre nichts gewesen. Und es war eine wahre emotionale Folter. Je mehr Zeit ich mit ihr verbrachte, desto mehr entdeckte ich, wie außergewöhnlich sie war. Am Mittwochnachmittag waren wir im Labor des Unternehmens. Ich suchte nach einer neuen Idee für unser Vorzeigeparfüm am Ende des Jahres, aber mir fehlte die Inspiration. Mia näherte sich den Glasfläschchen. »Und wenn wir etwas völlig anderes ausprobieren würden?« fragte sie. Sie nahm eine Basis aus süßer Rose, fügte einige Tropfen Lederextrakt hinzu und schloss mit einem winzigen Hauch von schwarzem Pfeffer ab. »Riechen Sie das?« sagte sie und reichte mir einen kleinen Papierstreifen. »Die Rose bringt die Süße, aber der Pfeffer und das Leder geben Charakter und Stärke. Es ist wie eine Frau, die schwierige Zeiten durchgemacht hat, aber aufrecht stehen bleibt.« Ich schloss die Augen und atmete den Duft ein. Es war unglaublich. Es war kühn, tiefgründig und furchtbar bewegend. Es war genau meine eigene Geschichte, in einen Duft übersetzt. Ich öffnete die Augen und sah Mia an. Sie hatte dieses breite, stolze und unschuldige Lächeln. In diesem genauen Moment spürte ich eine so starke mütterliche Liebe, dass ich fast das Gleichgewicht verlor. Ich wollte sie in meine Arme nehmen und ihr zurufen, »Ich bin deine Mutter.« Aber ich blieb still. Endlich kam der Freitagnachmittag. Ich saß an meinem Schreibtisch, als mir die Sekretärin vom Empfang einen weißen Umschlag mit der Aufschrift »Vertraulich« brachte. Mir gefror das Blut in den Adern. Ich wartete, bis Mia zum Kopierer ging, um die Tür meines Büros abzuschließen. Ich ließ mich schwer in meinen Ledersessel fallen. Meine Hände zitterten so sehr, dass ich Mühe hatte, das Papier aufzureißen. Ich nahm das Dokument aus dem Labor heraus. Meine Augen überflogen die komplizierten Zeilen bis zur Schlussfolgerung unten auf der Seite, die fett gedruckt war. Wahrscheinlichkeit der Mutterschaft? 99%. Das Papier rutschte mir aus den Händen und fiel auf den Boden. Es war wahr. Es war real. Die brillante, sanfte und kreative junge Frau, die auf der anderen Seite dieser Tür arbeitete, war das kleine Mädchen, das ich vor 25 Jahren weinend in der Kälte zurückgelassen hatte. Ich verbarg mein Gesicht in meinen Händen und ließ meinen Tränen freien Lauf.
Ich weinte vor Freude, vor Schuldgefühlen, vor Angst. Alles vermischte sich. Die brillante, sanfte und kreative junge Frau, die auf der anderen Seite dieser Tür arbeitete, war das kleine Mädchen, das ich vor 25 Jahren weinend in der Kälte zurückgelassen hatte. Ich verbarg mein Gesicht in meinen Händen und ließ meinen Tränen freien Lauf. Ich weinte vor Freude, vor Schuldgefühlen, vor Angst. Alles vermischte sich. Plötzlich bewegte sich der Griff meiner Tür. Jemand versuchte hereinzukommen. »Madame?« rief Mias Stimme von der anderen Seite. »Die Tür ist verschlossen. Ist alles in Ordnung?« »Ich habe die Akten, um die Sie mich gebeten haben.« Ich wischte mir hastig die Tränen ab. Ich musste eine Entscheidung treffen. Weiter lügen oder diese Tür öffnen und das Schweigen brechen. Ich hob das Papier mit zitternden Händen vom Boden auf. Ich faltete es hastig in 4 Teile und versteckte es ganz hinten in der Schublade meines Schreibtisches. Ich atmete tief ein, wischte meine nassen Wangen ab und ging, um die Tür zu öffnen. Mia stand da, die Akten gegen ihre Brust gedrückt, ihr Gesicht voller Sorge. »Entschuldigen Sie, Mia«, sagte ich mit einer Stimme, von der ich hoffte, sie klänge normal. »Die Tür hat geklemmt. Bitte, kommen Sie herein.« Sie trat leise ein und legte die Akten auf den Tisch. Aber sie ging nicht sofort wieder. Sie sah mich mit ihren großen, grünen Augen an. »Madame, Sie haben rote Augen. Sie sind ganz blass. Fühlen Sie sich gut?« Ich wandte den Blick ab, unfähig, ihrem standzuhalten. Es war zu schwer. »Es ist nur der Stress«, log ich. »Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen wegen der Einführung der neuen Kollektion. Machen Sie sich keine Sorgen um mich.« Mia nickte, aber sie verließ den Raum nicht. Stattdessen ging sie zu unserem kleinen Kreationstisch. Sie nahm ein Fläschchen mit ätherischem Lavendelöl, gab einen Tropfen römische Kamille und einen Hauch von Zedernholz auf ein Stoffband. Sie kam zu mir zurück und legte es sanft auf meinen Schreibtisch. »Riechen Sie das, wenn Sie Kopfschmerzen haben«, sagte sie mit einem zärtlichen Lächeln. »Meine Adoptivmutter hat das immer für mich gemacht, wenn ich vor einer Prüfung in der Schule ängstlich war. Lavendel beruhigt den Geist und Zeder gibt Kraft.« Ich nahm das Band. Der Geruch war beruhigend, perfekt. Ich sah diese wunderbare junge Frau an und erkannte etwas Tiefgründiges. Das Leben hat eine seltsame Art, unsere Fehler wiedergutzumachen. Manchmal bringt es unsere Vergangenheit direkt vor unsere Augen zurück, um zu sehen, ob wir endlich bereit sind, uns ihr zu stellen. »Danke, Mia«, murmelte ich mit zugeschnürter Kehle. »Ihre Adoptiveltern, sie haben bei Ihnen wunderbare Arbeit geleistet. Sie sind ein sehr besonderer Mensch.« Sie errötete ein wenig, berührt von meinem Kompliment. »Danke, Madame. Ich hatte Glück. Aber wissen Sie, selbst mit der besten Familie der Welt gibt es im Inneren immer eine kleine Leere, eine unbeantwortete Frage.« Diese Worte trafen mich mitten ins Herz. Eine unbeantwortete Frage. Nur ich allein konnte ihr diese Antwort geben. Ich wusste, dass ich ihr die Wahrheit sagen musste. Aber ich konnte es nicht hier tun, zwischen Tür und Angel, inmitten von Akten und klingelnden Telefonen. Es war zu wichtig. Es brauchte einen perfekten Moment. »Mia«, begann ich zögerlich. »Nächste Woche muss ich nach Grasse in Südfrankreich reisen, um unsere Blumenproduzenten zu treffen. Das ist das Herz der Parfümindustrie. Ich möchte, dass Sie mit mir kommen. Es wird eine großartige Erfahrung für Sie sein.« Ihr Gesicht leuchtete auf. Reine Freude blitzte in ihren Augen auf. »Nach Grasse? Oh, Madame, das wäre ein Traum. Vielen Dank.« »Dann sind wir uns einig. Packen Sie Ihre Sachen.« Sie drehte sich um aus meinem Büro zu gehen, strahlend vor Glück. Aber beim Umdrehen blieb ihr Arm an einer kleinen Akte auf meinem Schreibtisch hängen. Die Akte fiel auf den Boden und der weiße Umschlag des Analyselabors, den ich schlecht weggeräumt hatte, rutschte heraus. Das Wort »Genetiklabor« stand in großen schwarzen Buchstaben auf dem Umschlag. Mia bückte sich, um ihn aufzuheben. Mir gefror das Blut.
Wenn sie den Namen des Labors las, würde sie sich Fragen stellen. Ich warf mich nach vorne. Ich streckte meine Hand blitzschnell aus. Noch bevor Mias Finger das Papier berührten, schnappte ich mir den Umschlag und drückte ihn an meine Brust. Mein Herz schlug so stark, dass ich Angst hatte, sie könnte es in der Stille des Büros hören. Mia erstarrte, überrascht von meiner plötzlichen Reaktion. Ihre Augen weiteten sich. »Oh, Entschuldigung, Madame«, stotterte sie und trat einen Schritt zurück. »Ich wollte Ihnen nur helfen.« Ich schloss für eine Sekunde die Augen, um wieder zu Atem zu kommen und meine Panik zu verbergen. »Ich muss mich entschuldigen, Mia«, antwortete ich mit zitternder Stimme. Das sind sehr persönliche medizinische Ergebnisse.« »Nichts Schlimmes, ich versichere es Ihnen. Aber ich möchte, dass dies streng privat bleibt.« Ihr Gesicht wurde sofort wieder weich, voller Empathie. »Natürlich, ich verstehe vollkommen. Es tut mir leid. Ich lasse Sie Ihre Sachen für unsere Reise vorbereiten.« Als sich die Tür hinter ihr schloss, ließ ich mich erschöpft auf meinen Stuhl fallen. Ich hatte so viel Glück gehabt. Aber diese Lüge hinterließ einen bitteren Geschmack in meinem Mund. Wie lange würde ich noch vor der Realität fliehen können? Einige Tage später kamen wir in Grasse an, der Welthauptstadt des Parfüms in Südfrankreich. Sobald wir aus dem Auto stiegen, umhüllte uns die warme Luft. Es war eine natürliche und wunderbare Mischung aus wildem Lavendel, sonnengebackener Terrakotta und Jasmin. Am Nachmittag besuchten wir die riesigen Blumenfelder unseres besten Lieferanten. Mia ging zwischen den Jasminreihen hindurch. Ihre Augen leuchteten vor Staunen. Sie berührte sanft die kleinen weißen Blütenblätter. »Es ist faszinierend«, murmelte sie und atmete den Duft einer Blume ein. »Wissen Sie, Madame, ich habe gelesen, dass der Jasmin aus Grasse anders riecht als die anderen, weil er kämpfen muss, um auf diesem felsigen Boden zu wachsen. Die Schwierigkeit macht ihn widerstandsfähiger und sein Duft wird intensiver.« Ich sah sie an, getroffen von der Tiefe ihrer Worte. Es war eine so treffende und bewusste Beobachtung des Lebens. Wir sind wie diese Blumen. Die Prüfungen, die wir durchmachen, unsere Narben, unsere Verlassenheit. All das erschafft unsere wahre Essenz. Der Schmerz meiner Vergangenheit hatte mich stark gemacht, aber er hatte mich auch hart und einsam gemacht. Mia, mit ihrer Geschichte als Adoptivkind, hatte es verstanden, ihre eigene Schwierigkeit in eine immense Sanftmut zu verwandeln. »Das ist absolut wahr, Mia«, antwortete ich leise und näherte mich ihr. Und deshalb müssen wir in unseren Parfümkombinationen diesen Jasmin immer mit einer Note verbinden, die ihn stützt, ohne ihn jemals zu erdrücken. Am Abend setzten wir uns auf die Terrasse eines kleinen, typischen Restaurants der Region. Die Atmosphäre war entspannt und gemütlich. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte ich mich im Frieden. Ich sah meine Tochter an, die mir gegenüber saß und über meine Anekdoten aus meinen schwierigen Anfängen in der Branche lachte. Aber plötzlich nahm das Gespräch eine unerwartete Wendung. Die Nacht brach herein und für einige Sekunden breitete sich Stille zwischen uns aus. Mia drehte ihr Wasserglas in ihren Händen. Ihr Blick wurde plötzlich sehr nachdenklich. »Madame, darf ich Ihnen eine etwas persönliche Frage stellen?« fragte sie mit zögerlicher Stimme. »Natürlich, Mia. Schießen Sie los«, sagte ich und versuchte, einen lockeren Ton beizubehalten. Sie hob ihre großen, grünen Augen zu mir. Diese Augen, die das exakte Spiegelbild meiner eigenen waren. »Sie haben ein unglaubliches Unternehmen aufgebaut. Sie haben Ihr Leben der Erschaffung von Schönheit für andere gewidmet. Aber warum haben Sie nie eine Familie gegründet? Warum haben Sie nie Kinder bekommen?« Die Stille um unseren Tisch herum schien plötzlich eine Tonne zu wiegen. Ich starrte auf die kleine Flamme der Kerze, die zwischen uns tanzte. Die Geräusche des Restaurants, das Lachen der anderen Gäste, das Zirpen der Grillen in der warmen Nacht, alles verschwand. Es gab nur noch mich, meine Tochter und diese Frage, die in der Luft schwebte.
Warum haben Sie nie Kinder bekommen? Ich schloss die Augen. Ich dachte an all diese Jahre der Lügen, an diese Maske der starken Geschäftsfrau, die ich jeden Tag trug. Ich war es leid, wegzulaufen. Ich habe ein Kind bekommen, Mia, murmelte ich mit gebrochener Stimme. Mias Gesicht veränderte sich sofort. Ihr Lächeln verschwand und wurde durch tiefe Überraschung ersetzt. Sie legte ihre Hände auf den Tisch und kam mir etwas näher. Ich habe ein Kind bekommen, Mia, murmelte ich mit gebrochener Stimme. Mias Gesicht veränderte sich sofort. Ihr Lächeln verschwand und wurde durch tiefe Überraschung ersetzt. Sie legte ihre Hände auf den Tisch und kam mir etwas näher. Sie haben ein Kind? Fragte sie leise. Aber wo ist es? Warum sprechen Sie nie darüber? Ich atmete tief ein. Meine Hände zitterten so sehr, dass ich sie unter dem Tisch verstecken musste. Es war vor 25 Jahren, begann ich. Ich war eine junge Studentin. Ich hatte nichts. Kein Geld, keine Familie, keine Freunde, die mir helfen konnten. Ich war völlig allein in einem kalten, kleinen Zimmer. Als mein kleines Mädchen geboren wurde, war es der schönste Tag meines Lebens, aber auch der schrecklichste. Ich konnte sehen, wie Tränen in Mias Augen stiegen. Sie hörte jedem Wort mit absoluter Aufmerksamkeit zu, als ob meine Geschichte tief in ihr widerhallte. Ich konnte keine Milch für sie kaufen, fuhr ich fort, während mir langsam eine Träne über die Wange lief. Ich konnte sie nicht richtig wärmen. Ich wusste, dass sie schrecklich leiden würde, wenn ich sie behielte. Aus Liebe habe ich die Entscheidung getroffen, die mich zerstört hat. Eines Nachts im November war es sehr kalt. Ich habe sie in eine weiche Decke gewickelt. Ich habe sie bis zur Tür eines Waisenhauses getragen. Mia hörte auf zu atmen. Ihr Gesicht wurde sehr blass. Ihre rechte Hand hob sich langsam, fast unbewusst, um ihren Hals zu berühren, dorthin, wo sich ihr Seidenhalstuch befand. Ich habe aus Leibeskräften geweint, sagte ich, unfähig, jetzt meine eigenen Tränen zurückzuhalten. Ich habe sie 1000-mal um Verzeihung gebeten. Und bevor ich an der Tür klingelte und in die Nacht rannte, habe ich ihr das einzige von Wert hinterlassen, das ich besaß. Einen kleinen Gegenstand, damit sie weiß, dass sie geliebt wurde. Mia zitterte. Ihre Lippen öffneten sich, aber es kam kein Ton heraus. Was war das?« murmelte sie schließlich mit einem Hauch von Stimme. »Was haben Sie ihr hinterlassen?« Ich tauchte meinen Blick in ihre großen, grünen Augen. Ich legte meine Maske als Direktorin endgültig ab. Ich war nur eine Mutter, die ihr Kind um Vergebung anflehte. »Es war eine kleine silberne Halskette«, antwortete ich mit sehr sanfter Stimme. »Ein Anhänger in Form eines Mondes, mit einem kleinen Kratzer auf der rechten Seite.« Die Stille kehrte zurück, schwer und elektrisierend. Mia sah mich mit runden Augen an, voller Schock, Verwirrung und Tränen. Ihre Hand zog an ihrem Halstuch und enthüllte die kleine silberne Halskette, die im Kerzenlicht glänzte. Sie sah die Halskette an, dann sah sie mich an. Ihr Atem wurde stoßweise. »Nein«, flüsterte sie, während ihr Tränen über die Wangen liefen. »Das ist unmöglich. Es ist die Wahrheit, Mia. Das Dokument aus dem Genetiklabor in meinem Büro, das war, um absolut sicher zu sein, bevor ich es dir sage. Du bist meine Tochter. Mein wunderschönes kleines Mädchen.« Mia stand abrupt auf. Ihr Stuhl kratzte mit einem lauten Geräusch über den Boden, das die Köpfe der anderen Gäste drehen ließ. Sie sah verängstigt aus, überwältigt von zu vielen Emotionen auf einmal. »Ich kann nicht«, stammelte sie. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, drehte sie sich um und rannte auf die dunkle Straße, wo sie in der Nacht verschwand. Ich blieb einige Sekunden wie erstarrt. Meine Tochter war gerade in der Dunkelheit verschwunden. Mein Herz schlug so heftig, dass mir die Brust schmerzte. Ich warf einen Geldschein auf den Tisch, ohne auf das Wechselgeld zu warten, und rannte auf die Straße. »Mia«,
Mia, warte, rief ich in die Nacht, aber die Straße war leer. Nur das Echo meiner eigenen Stimme antwortete mir. Ich suchte überall im historischen Zentrum von Grasse. Ich rannte mit kurzem Atem über das alte Kopfsteinpflaster. Der Duft der Blumen, der mir am Nachmittag noch so süß und beruhigend erschienen war, kam mir jetzt erdrückend vor. Es ist faszinierend zu beobachten, wie unsere Emotionen unsere Wahrnehmung der Welt verändern. Wenn wir glücklich sind, ist alles schön. Aber wenn uns die Angst überkommt, verlieren selbst die schönsten Dinge ihren Charme und werden bedrohlich. Nach einer Stunde angsterfüllter Suche fand ich sie endlich. Sie saß auf dem Rand eines alten Steinbrunnens auf einem kleinen, abgelegenen Platz unter den Bäumen. Ihre Schultern bebten. Sie weinte, das Gesicht in ihren Händen verborgen. Ich näherte mich sehr langsam, wie man sich einem kleinen, verletzten Vogel nähert, um ihn nicht zu erschrecken. Ich setzte mich 1 Meter von ihr entfernt hin. Ich habe nicht versucht, sie zu berühren oder in die Arme zu nehmen. Ich verstand, dass sie ihren Freiraum brauchte. »Mia«, murmelte ich leise. Sie wischte sich mit dem Ärmel ihrer Jacke die Augen ab. Sie sah mich nicht an. »Warum?«, fragte sie mit von Tränen gebrochener Stimme. »Warum haben Sie mir am ersten Tag nichts gesagt? Warum haben Sie mich eingestellt? War das ein Test? War es ein Experiment für Sie?« »Nein«, antwortete ich schnell mit zugeschnürtem Herzen. »Nein, Mia. Als du am ersten Tag durch die Tür meines Büros kamst, dachte ich, ich sehe einen Geist. Ich stand unter Schock. Ich war mir nicht zu 100% sicher. Ich brauchte Beweise. Deshalb habe ich den DNA-Test heimlich gemacht. Ich wollte dein Leben nicht auf den Kopf stellen und deine Welt zerstören, falls ich mich irrte.« Mia drehte endlich den Kopf zu mir. Ihre Augen waren rot und voller immensem Schmerz. »Sie sind meine Mutter«, sagte sie langsam, als würde sie versuchen, die Bedeutung dieser Worte zu verstehen. »Die Chefin, die ich so sehr bewundere, ist die Frau, die mich auf den kalten Stufen eines Waisenhauses zurückgelassen hat.« Jedes Wort war wie ein Messer, das in mein Herz stach, aber es war die reine Wahrheit. Ich hatte nicht das Recht, mich zu verteidigen oder nach Ausreden zu suchen. »Ja«, antwortete ich und senkte den Kopf, besiegt von der Scham. »Und ich werde dich nie bitten, mir zu verzeihen. Du hast das Recht, wütend zu sein. Du hast das Recht, mich zu hassen. Ich habe eine schreckliche Entscheidung getroffen, weil ich feige, sehr jung und völlig verzweifelt war. Ich dachte, jemand anderes könnte dir das Leben geben, das ich dir nicht bieten konnte.« Ich sah zu ihr auf. Das Mondlicht beleuchtete ihr müdes Gesicht. »Und wenn ich die intelligente, freundliche und brillante Frau sehe, die du geworden bist, weiß ich, dass deine Adoptiveltern wunderbare Arbeit geleistet haben. Sie haben das getan, was ich damals nicht hätte tun können.« Eine lange Stille legte sich zwischen uns. Das einzige Geräusch in der Nacht war das sanft plätschernde Wasser des Brunnens. Ich beobachtete die Szene mit absoluter Klarheit. Ich konnte die letzten 25 Jahre nicht auslöschen. Ich konnte mir die verlorene Zeit nicht mit meinem Geld, meinem Unternehmen oder meinem Erfolg erkaufen. Das Einzige, was ich jetzt anbieten konnte, war meine Wahrheit und meine Geduld. Mia holte tief Luft. Die kühle Nachtluft schien sie ein wenig zu beruhigen. Sie betrachtete ihre silberne Halskette mit dem kleinen Mond. »Ich hasse sie nicht«, sagte sie mit sehr leiser, aber erschöpfter Stimme. »Ich bin nur völlig verloren. Ich habe das Gefühl, dass in meinem Kopf alles zusammenbricht. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin, noch wer Sie für mich sind.« Die Sonne ging über Grasse auf und tauchte die Stadt in ein sanftes, goldenes Licht. Am Tag nach unserem Gespräch am Brunnen trafen Mia und ich uns zum Frühstück. Es gab eine Stille zwischen uns, aber es war keine schwere oder beängstigende Stille mehr. Es war die Stille zweier Menschen, die endlich aufgehört haben, wegzulaufen. Sie trank ihren Tee und schaute aus dem Fenster. Dann wandte sie sich mit einem kleinen, schüchternen Lächeln an mich. »Ich kann Sie nicht sofort Mama nennen«, sagte sie ehrlich.
Das ist zu seltsam. Ich brauche Zeit, um all das zu verdauen. Aber ich würde Sie gerne kennenlernen. Nicht nur als meine Chefin, sondern als die Frau, die mir das Leben geschenkt hat. Ich spürte, wie eine immense Wärme mein Herz erfüllte. Ich hoffte auf nichts mehr als das. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, Mia. Ich werde da sein, Schritt für Schritt. Seit dieser Reise in den Süden sind Monate vergangen. Mia hat ihren Posten nicht aufgegeben. Im Gegenteil, unsere Beziehung hat sich gewandelt und wurde jeden Tag ein wenig stärker. Wir haben begonnen, unsere Ideen, unsere Intuitionen und unsere Wunden zu mischen, um etwas Einzigartiges zu schaffen. Zusammen haben wir ein neues Parfum kreiert. Wir nannten es der Mond, zu Ehren dieses kleinen silbernen Anhängers, der uns wieder zusammengeführt hatte. Es war ein komplexes Parfum. Es begann mit etwas harten, fast bitteren Noten, wie Leder und schwarzem Pfeffer, um an die Schwierigkeiten des Lebens zu erinnern. Aber sehr schnell wichen diese harten Noten der unglaublichen Süße des Jasmins aus Grasse und der Vanille. Das Parfüm wurde ein riesiger weltweiter Erfolg. Aber für mich war der größte Erfolg nicht das Geld oder die Verkäufe. Der größte Erfolg war es, Mia jeden Morgen lächeln zu sehen, wenn sie mein Büro betrat. Und sie manchmal zu hören, wenn wir allein waren, wie sie mich sanft und liebevoll bei meinem Vornamen nannte. Wenn ich Ihnen heute diese Geschichte erzähle, dann um eine tiefe Beobachtung zu teilen, die ich über das Leben gemacht habe. Wir alle haben Reue. Wir alle haben Fehler gemacht, Entscheidungen aus Angst, Jugend oder Verzweiflung getroffen. Manchmal versuchen wir, unsere Vergangenheit in eine Schachtel zu sperren und sie zu vergessen. Aber das Leben bringt uns am Ende immer wieder mit unseren Narben von Angesicht zu Angesicht. Sein Leben zu erschaffen, ist genau wie ein Parfüm zu kreieren. Man kann die bitteren und dunklen Noten unserer Vergangenheit nicht auslöschen. Sie sind ein Teil von uns. Aber wir haben die Macht, neue Noten hinzuzufügen. Noten der Vergebung, der Geduld und der Liebe, um ein neues Gleichgewicht zu schaffen. Die wahre Heilung besteht nicht darin, den Schmerz zu vergessen, sondern ihn zu akzeptieren und ihn zu nutzen, um etwas Wunderschönes aufzubauen. Haben Sie keine Angst vor Ihrer Vergangenheit. Stellen Sie sich ihr. Betrachten Sie sie bewusst und lassen Sie sich von ihr verwandeln. Danke, dass Sie mir zugehört haben.